Wir sind auf dem Main unterwegs, zusammen mit der Strompolizei, die für die Verkehrsüberwachung zuständig ist. Volker Brandt, der Schiffsführer, nimmt Kontakt mit der Dielsberg auf. Der Dielsberg hier. Flussabwärts Richtung Rhein nach Antwerpen geht ihre Fahrt. Was hat das Schiff geladen, fragen wir über Funk nach. Wir haben ca. 42 Container an Bord. Das sind die 650 Tonnen. Unser Ziel jetzt ist nach Gustavsburg zu laden und dann fahren wir nach Antwerpen. Und derzeit haben Sie ein bisschen weniger? Jetzt machen wir das weniger geladen bisschen, dass wir noch durchkommen. Durchkommen heißt in diesen Tagen durch den Rhein. Und da sieht es ja bekanntlich so aus. Doch warum ist der Main so voll? Max wirft einen Blick auf die Binnenschifffahrt und fragt, welchen Einfluss hat das Niedrigwasser des Rheins auf die hessische Wirtschaft? Der Main scheint kein Problem zu haben. Auf den 70 Kilometern, die er durch Hessen fließt. Schon seit 150 Jahren gab es kein Niedrigwasser mehr. David Nitlock ist beim Wasser- und Schifffahrtsamt Frankfurt. Anders als für seine Kollegen am Rhein ist für ihn die Lage relativ entspannt. Wir können die Wasser halten und es fließt einfach nicht weg. Wir können das kontrollieren. Der Main ist im Gegensatz zum Rhein kein frei fließender Fluss. Von Aschaffenburg bis Mainz-Kastell regeln 34 Staustufen den Wasserstand. Eine davon die in Griesheim in Frankfurt. Durch die Staustufe wird der Main das ganze Jahr schiffbar. Aber Entwarnung gibt es derzeit trotzdem nicht. In besseren Zeiten mit noch mehr Wasser dreht sich dieses Rad. Jetzt tummeln sich die Möwen und Schwäne. Die Folge? Das angeschlossene Wasserkraftwerk läuft nicht auf Vollbetrieb. Kraftwerksleiter Herbert Jungfer arbeitet seit 30 Jahren hier. Er weiß, jeder Tropfen zählt. Wir sind immer nur abhängig davon, wie viel Wasser bekommen wir von oben angeboten. Wenn die Quelle oder der Main-Donau-Kanal oder die Nebenflüsse genügend Wasser bringen, haben wir natürlich auch viel Wasser. Ansonsten müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Und das ist wenig. Auch weil die Nebenflüsse wie Kinzig oder Nidda den Main kaum mit Wasser versorgen. Stromaufwärts zum Osthafen in Frankfurt. Es ist der 10. größte Binnenhafen Deutschlands. Wer hier als Unternehmen ansässig ist, setzt gezielt auf die Binnenschifffahrt. Auch für das Unternehmen Blasius Schuster, die Baustoffe recyceln, ist dieser Standort optimal, erzählt uns Geschäftsführer Daniel Imhäuser. Unter anderem, weil der Schifftransport die kostengünstigste Variante bei Schüttgütern ist. Da wir mit großen Massen arbeiten, nämlich mit mineralischen Baustoffen, ist die Binnenschifffahrt für uns unersetzlich. Das soll heißen, wir bewegen am wirtschaftlichsten Güter über die Binnenschifffahrt. Wir bewegen sie dort am ökologisch verträglichsten und auch logistisch am sinnvollsten. Im vergangenen Jahr wurden von hier aus knapp 3 Millionen Tonnen Güter per Schiff umgeschlagen. Doch dem Osthafen droht ein Containerstau. Nicht wegen des Mains, sondern wegen des leeren Rheins. 86% der Güter werden über den Rhein transportiert. Und das bringt gerade massive Probleme. Wir sind auf einem Frachtschiff von Reeder Robertus Pranzi. Sein Unternehmen schickt täglich gut 100 Schiffe über Rhein und Main. Nicht einfach in diesen Tagen. In der Binnenschifffahrt sind die Kapazitäten auch voll ausgeschöpft. Jetzt stellt man fest, wie systemrelevant die Binnenschifffahrt ist, gerade bei der Versorgung der Industrie. Wir machen das jeden Tag in Abstimmung mit unseren Kunden. Wir legen fest, oder der Kunde sagt, welches Produkt er am dringendsten benötigt. Es geht um die Grundversorgung und zurzeit haben vor allem Kohletransporte Vorfahrt, der Energiekrise wegen. Wir könnten viel mehr transportieren, wenn die Wasserstände nicht so schlecht wären. Das heißt, die wirtschaftliche Situation ist für uns, für das Gewerbe gut. Wir würden aber gerne mehr Kohle transportieren, damit wir auch zur Energiestabilität in der Bundesrepublik stärker beitragen können. Max an Bord eines Kohleschiffs. Auch hier mehr als die Hälfte weniger Ladung als üblich. Abladestation Stockstadt. Christian Rake kann eigentlich nichts aus der Ruhe bringen. Schon seine Eltern waren Binnenschiffer. Aber nun ist er doch froh, die Rheinstrecke hinter sich gelassen zu haben. Wir haben viele Stellen, die sehr schlecht sind, wo wir sehr wenig Wasser unterm Schiff haben.
Ab einem Tiefgang von 1,10 Meter bei diesem Schiff wird es sehr schwierig. Ja. Da würde ich dann schon sagen, das ist schon langsam, wo ich sagen würde, das geht eigentlich nicht mehr. Für mich persönlich. Dabei freut sich Christian Rake über jede Tonne mehr an Bord. Er sieht es auch aus Sicht des Klimas. Maximal 2062 Tonnen können wir laden. Das wären ca. 150 LKWs, die wir von der Straße nehmen würden. Ich denke, das ist schon recht sinnvoll. Trotz dieser Zahlen, die Binnenschifffahrt ist vergleichsweise klein. Gerade mal knapp 7% der Güter in Deutschland werden per Schiff transportiert. Im Vergleich zur Schiene 18%. Das meiste auf der Straße 72,5%, der Rest über Rohrleitungen. Zurück in den Osthafen zu Daniel Imhäuser. Um Liefertermine einhalten zu können, setzt das Unternehmen wieder mehr auf Bahnfracht oder kleinere Binnenschiffe. Natürlich sind Transporte in Niedrigwasserzeiten wesentlich teurer als zu Normalwasserzeiten. Das sind Dinge, die wir einpreisen. So ein historisches Niedrigwasser wie das aktuelle ist trotzdem natürlich auch mit entsprechenden finanziellen Schmerzen verbunden. Und es wird weiter schwierig bleiben, auch wenn es regnen sollte. Erfahrungen aus dem Dürrejahr 2018 zeigen, die Wasserstände der Flüsse werden bis Oktober, November brauchen, um sich zu normalisieren.